Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Heute sind wir hier und Uwe wollte gerne seinen 60. Geburtstag feiern. Und das ist also auch ein Wunsch, den wir ihm erfüllen können. Und da drin ist ein kleiner Erinnerungstisch auch aufgebaut. Und ich freue mich total auf auf viele schöne Gespräche und nette Stunden mit euch hier. Auf Uwe. Ich heiße Claudia und mein geliebter Mann Uwe ist vor wenigen Wochen, kurz vor seinem 60. Geburtstag, an ALS gestorben. Glückwünsche zum Geburtstag. Ah. Uwe wollte ja gerne seinen 60. Geburtstag groß feiern. Wir haben stattdessen mit ihm letztes Jahr ja noch seinen 59. gefeiert, was auch unglaublich schön war. Ja, es war schon irgendwie ganz besonders, wie wir da zusammen waren und was da so für eine Verbundenheit und wie viel Liebe da im Raum war, aber auch eigentlich dieses Wissen die ganze Zeit, dass es so das letzte Mal ist, dass sich das nicht wiederholen wird. Uwes Krankheit ist unheilbar. Er will selbst bestimmen, wie lange er damit leben kann. Er bittet uns, ihn und seine Frau Claudia in seinen letzten Monaten mit der Kamera zu begleiten. Man lebt natürlich mit Ende 50 in der Annahme, dass noch ganz viel kommen wird und dass man noch Sachen planen und erledigen und gemeinsam erleben kann. Er war insofern am Anfang schon auch noch der Fels in der Brandung, weil er halt diese Ruhe und Klarheit hatte von Anfang an. Ja, und dass er sagt, ja, das ist so, die Krankheit ist so. Wir haben zwar halt auch dann geheult, ja, wie unfair ist das? Und ich habe immer gesagt, wir wollten noch zusammen alt werden, ja. Das kann doch gar nicht sein. 1, 2, 3. Oh. Horizont? Halten. Ja, Horizont. Na dann. Ja. Ich bin Uwe, ich bin 59 Jahre alt. Ich habe Amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS. Das bedeutet, die Nerven, die für die Muskelsteuerung zuständig sind, sterben ab. Ja, und wenn ein Muskel keine Signale mehr bekommt, dann sagt er, okay, dann baue ich mich eben ab, wenn ihr mich nicht braucht. Und das passierte dann peu à peu auf der linken Seite, sodass ich irgendwann die Hand nicht mehr nutzen konnte und dann den Arm. Ist das Video schon an? Und jetzt möchte ich mal, dass Sie gegen meine Finger drücken und versuchen, die Hand auseinanderzunehmen. Da ist nichts an Kraftübertragung. Also da ist, ich sage mal rein gar nichts. Und jetzt bitte zusammen machen. Versuchen, die Finger zu schließen. Und wie man sieht, geht die Hand nach unten. Bei mir ist es ganz besonders schnell. Meine Ärztin hat mir gesagt, ein normaler ALS-Patient ist so mit 80 bis 100 km/h unterwegs. Sie sind gerade mit 240 unterwegs. Und ja, so geht die Krankheit ziemlich schnell. Und man hört vielleicht auch schon am Zungenschlag, auch da ist schon ein bisschen Muskelabbau und deswegen spreche ich, wie ich spreche. Als dann die Diagnose kam, als Uwe mir das gesagt hat, das war wirklich wie der Boden unter den Füßen weggezogen. Das war so wie ein schwarzes Loch. Ja, es war einfach schrecklich. Eine Krankheit zu haben, wo man weiß, es wird nie was besser. Ja, andere sagen, ja, machst du irgendeine Behandlung oder so, Mensch, dann wird es wieder besser. Aber es wird nicht besser. Nichts. Jeden Tag kann man noch sagen, oh, wie schön, dass das heute noch geht. Ja. Das ist einfach hart, ja.
Und auch die, also ich meine, gab natürlich Momente, das muss ich auch, und da sind wir auch offen, ja, Momente, wo wir uns anzicken, wo keine Geduld mehr da ist, wo er total ungeduldig ist, ich mache das falsch und ich denke, dann sag's doch richtig, und ich auch manchmal so voller Wut bin und denke, oh mein Gott, ich will mein Leben zurück, aber ja, und auf der anderen Seite tut es einem so leid. Das ist alles sehr belastend natürlich. Und solange ich, sage ich mal, so noch beweglich bin, mir Freunde mithelfen, das alles mitzumachen, ja, solange finde ich das Leben lebenswert, auch wenn es schwer ist. Ja. Und wenn ich das dann nicht mehr kann, weil ich völlig bewegungsunfähig bin und mich auch nicht mehr verbal äußern kann, dann ist für mich der Punkt gekommen, zu gehen. Ja. 1, 2, 3. Ich arbeite als Trainer und Coach in einem großen, international tätigen Unternehmen, aber jetzt bin ich vor allem für Uwe da. Bei der Arbeit, ich meine, ich kann ja Homeoffice arbeiten, dass man da noch so eine gewisse Struktur hat und das Gefühl hat, da ist noch ein bisschen altes Leben. Ja. Okay, Stuhl kommt. Ich wollte unbedingt weiterarbeiten, nachdem die Diagnose da war. Hey Siri, Flugmodus ausschalten. Es war für mich keine Option, mich krank schreiben lassen und den Kopf in den Sand zu stecken. Ich arbeite für einen Kinder- und Jugendsachbuchverlag mit Hauptsitz in Nürnberg und ich war für den Vertrieb der Bücher in Nordostdeutschland zuständig. Es ist zwar schrecklich, wenn man so eine Diagnose kriegt, wo man weiß, das Leben ist begrenzt und man weiß auch, wie viel Zeit da bleibt. Aber zumindest haben wir die Zeit versucht zu nutzen, schöne Dinge machen. Irgendwie hatte man auch das Gefühl, man hat dem Schicksal noch mal sowas abgekauft, ja. Jetzt hoffen wir, dass sich der Wind noch mal ein bisschen legt, damit wir starten können, sonst reißt er uns weg. Uwe hatte den großen Wunsch, noch mal Paragliding zu fliegen. Uwe hatte so ein Faible fürs Fliegen. Der ist schon als junger Mann Paraglide geflogen und das wollte er immer noch mal machen. Und dann habe ich Uwe zum Geburtstag diesen Flug geschenkt und dann sind die da losgeflogen und das war einfach fantastisch. Die ganze Woche haben wir gewartet, dass wir irgendwann einmal die Chance kriegen, es mit dir zu machen. Und jetzt hat es geklappt. Ich freue mich ganz unglaublich fest für dich. Vielen Dank. Gerne. Kein Schmerz. Schön. Wie konntest du schlafen heute Nacht? Oh, naja, ich habe mich wieder versucht hin und her zu drehen und ich hatte eine größere Dosis Medikamente, Okay. wie heute wieder neben der Kammer. Das Voranschreiten der Krankheit ist natürlich schon eine Herausforderung, wenn man in der Physiotherapie ist und dann hört, oh, Ihr Schultermuskel ist fast nicht mehr da. Das ist schwierig. Okay. Geht. Schmerz? Ja.
leicht im Ellenbogen unten. Es fühlt sich wirklich an, als ob man, ja, es klingt jetzt vielleicht hart, so langsam eingegipst wird, ja, und einfach bewegungslos ist. Die Nächte, das war, weil er sich eben nicht mehr selber drehen konnte. Dann musste ich bestimmt 4, 5, 6 Mal jede Nacht aufstehen und ihn drehen. Und da habe ich dann auch schon gemerkt, wie ich also durch diesen Schlafmangel total unkonzentriert wurde, auch schlecht gelaunt, ungeduldig. Und ich habe halt auch eine Gürtelrose entwickelt. Und das war für mich dann auch so ein Zeichen, dass der Körper auch sagt, ist gut, pass auf dich auf. Ja. Aufgrund der Belastung, aber auch, dass ich nicht zu Hause sterben will, habe ich schon lange für mich beschlossen, ich gehe ins Hospiz. Das ist einfach sehr kurzfristig alles gekommen. Und psychisch ist es einfach total ambivalent, aber es ist natürlich auch traurig. Ja. Naja, man weiß halt, es ist alles so ein Abschied auf Raten. Ja? Also für ihn ist es ein Abschied auf Raten von Fähigkeiten, die er hat. Und man geht ja selber genau so sehenden Auges irgendwie genau in den Tod oder in die Trennung. Ja. Soweit haben wir alles. Für die erste Zeit fehlen noch die Kabel. Medikamente. Kulturtasche. Und der Uwe. Und der Uwe. Okay. Dann machen wir uns mal auf den Weg, ne? 18 Monate nach der Diagnose geht es für die beiden zu Hause nicht mehr. Uwe wird nun im Simeon-Hospiz in Berlin-Spandau leben. Es war natürlich ein Riesenschritt, weil die vertraute heimatliche Umgebung zu verlassen und auch davon auszugehen, man kommt da nur noch hin als Gast und ich wohne dann so richtig im Hospiz, war natürlich ein ganz schöner Einschnitt. Bleibt halt oft nicht so Zeit, sich ums Essen zu kümmern. Das ist so, ne? Uwe ist ja jetzt seit 3, 4 Wochen im Hospiz und das ist natürlich schon eine große Entlastung. Und das ist schon schön. Wobei ich mir am Anfang auch dann doch Vorwürfe gemacht habe, dass ich nicht länger durchgehalten habe. Ja, dann habe ich auch gedacht, okay, jetzt habe ich ihn da abgegeben und vielleicht hätte ich besser sein müssen, hätte ich besser durchhalten müssen, hätte ich geduldiger sein müssen. Dann wäre es auch ein bisschen länger gegangen. Wenn ich ins Hospiz fahre, ist natürlich immer Freude, dass ich jetzt endlich Uwe dann wiedersehe, aber auch immer so ein Kloß im Hals. So, dass ich denke, na, wie finde ich ihn heute vor? Ja, wie ist es heute? Ich habe immer gedacht, du gehst ins Hospiz zum Sterben. Und die haben uns halt auch gesagt, dass ein Hospiz auch dafür da ist, dass wenn die Pflege von jemandem so schwer ist zu Hause, dass der dann auch hingeht, wenn nicht unbedingt sein Sterben unbedingt direkt bevorsteht. Und er fühlt sich da auch total wohl und ist auch mega gut betreut. Ja. Gucken wir mal, jetzt habe ich unsere selbstgebackenen Plätzchen. Die habe ich mit Claire gebacken, also hauptsächlich Claire. Aber ja, haben wir letztes Wochenende gebacken. Weil Uwe so gerne Plätzchen isst. Ich liebe Plätzchen.
Ich bin nicht alleine. Ich habe auch Hilfe von ehrenamtlichen Helferinnen vom ambulanten Hospizdienst, von meinen 3 erwachsenen Kindern, aber natürlich auch von ganz lieben Freunden, die da sind. Hallo Uwe. Hi, grüß dich. Oh, ich bin kalt. Hallo Rosalie. Hallo, schön dich kennenzulernen. Ebenso, du bist meine Bonustochter. die Bonustochter. Ja. Die Tochter von Claudia. Ja, schön. Ja. Wunderbar. Mein Name ist Sabine Wolfrum und ich betreue Uwe seit 2 Monaten als ehrenamtliche Begleiterin. Er ist ein unheimlich kommunikativer Mensch, sehr offen. Wir konnten von Anfang an ganz offen sprechen und das macht es leicht. Dann hat er natürlich immer noch seinen Humor. Da kann man sich nur davor verneigen, wie das geht. Und ja, wir hatten, glaube ich, von Anfang an so einen Draht. Ihr geht es ja auch nicht so gut. Ja. Die Situation ist schrecklich. Das kann ich gar nicht anders sagen. Und es ist schrecklich anzusehen, wie es ihm geht. Es ist schrecklich anzusehen, wie schnell er seine Selbstständigkeit verliert. Es ist schrecklich zu sehen, wie es Mama geht, wie schwer es denen einfällt, wie es ihr auch an die Gesundheit geht. Und ich kann es gar nicht anders beschreiben. Also es hat auch wirklich das Leben einfach komplett geändert. Ja. Ich habe Karten für Markus Krebs bekommen und es haben mir etliche Leute versucht, mir den quasi Wunsch zu erfüllen, meinen letzten Wunsch. Ein guter Freund von uns, Uwe Chorus aus Falkensee, ist an der Krankheit ALS, ich kann es leider nicht aussprechen, erkrankt und hat noch wenige Wochen zu leben. Eines seiner letzten Wünsche, ein Besuch eines Auftrittes bei Markus Krebs, das war einer seiner letzten Wünsche. Denn Uwe ist trotz seiner Diagnose und der Tatsache, dass er nur noch kurze Zeit hier sein wird, ein humorvoller und offener Mensch geblieben. Total süß. Oh Mann. Die Leute kümmern sich alle so nett. Ja, ich bin unglaublich aufgeregt. Lachen und weinen gleichzeitig. Ich freue mich total für ihn, dass das geklappt hat. Und es ist schon ein ganz schöner Akt, hierher zu kommen. Ja, diese ganze Organisation, toll, dass die Freunde dabei waren, die Kollegen. Man braucht auch einiges an Unterstützung. Bis später. Ne? Ciao. Bis dann, Thorsten. Jetzt, glaube ich, fällt es so langsam ab und jetzt wird's wahr. Und jetzt können wir einfach genießen. Wir haben das Getränk, wir haben die Brezeln, wir haben den Platz. Wir haben uns. Ja. Ja, los geht's. Meine Damen und Herren, hier ist das Potpourri aus dem Ruhrgebiet. Wenn ich nur ansatzweise wüsste, wie man die Zahl 30 in römischen Ziffern schreibt, dass ich für 3 Kreuze mache. Der eine so Scheißkälte und der andere selber Scheißkälte. Es war einfach gigantisch, oder? Es war so super. Ich habe wirklich fast meine Stimme wieder. Irre, oder? Weil du genug geatmet hast durch das Lachen. Genug Sauerstoff. Ja, genau. Hallo. Hallo. Mensch, hallo Markus. Hat es dir ein bisschen gefallen? Ja, also du brauchst eine Heilmittelnummer, weil so viel Sauerstoff habe ich. Ich werde dran arbeiten. Ja, ein Mützchen, ja? Ja, super. Ich leg den einfach mal hier drauf und dann
Und Markus kommt hier ungeschoren raus. 2 Flusen habe ich weg schon mal gemacht. Schön. Danke. Da machen wir doch das Bild des Abends. Da machen wir das Bild des Abends. Ich bin jetzt überglücklich, auch ein bisschen erschöpft, aber das ist eine positive Erschöpfung. Ich glaube, Weihnachten ist auch sowas nochmal für Uwe, so ein Datum, ne, wo er es ja gerne erleben möchte, wo er sich darauf freut, dass es was nochmal am Horizont ist. Ursprünglich hatten wir gedacht, dass wir mit Uwe hier feiern, zu Hause, mit meinen Kindern, mit seinem Sohn und Familie, aber das geht nicht mehr. Uwe ist an Corona erkrankt. Es geht ihm sehr schlecht. Wir können ihn 4 Wochen lang nicht sehen. Ich bin Florian, ich bin 28 Jahre alt, ich bin der Sohn von Uwe. Mein Vater war ein sehr sportlicher Mann, hat viel mit mir unternommen, hat mir da sehr viel gegeben. Und wenn man jemanden dann so in diesem Zustand sieht, dann trifft einen das schon sehr stark auf jeden Fall. Ich bin dieses Jahr Vater geworden im Mai und meine Frau und gerade auch diese Schwangerschaft und dieses Kind, was wir zusammen bekommen haben, hat mir da sehr viel Kraft gespendet, einfach auch durch diese schwierige Zeit zu gehen. Mein Vater und ich glaube, wir sind da relativ ähnlich, wir waren nie die großen Gefühlsredner. Wir zeigen oder ich sag mal, gehen mit unseren Emotionen eher im Stillschweigen um. Wir haben tatsächlich nicht sehr viel über Tod gesprochen, sondern wir haben versucht, vielleicht ein bisschen mehr mit Humor an die Sache ranzugehen, weil ich glaube, dass uns beiden das auch leichter gemacht hat, voneinander Abschied zu nehmen. Oh Mann. Ich werde so peu à peu immer weniger essen und trinken, um dann gänzlich darauf zu verzichten und dann mit, ja, eben hinüberzugehen und ja, dem Leid ein Ende zu setzen. Es liegt viel Schweres vor uns jetzt, ja. Aber auf der anderen Seite auch schön zu wissen, dass er dann hoffentlich bald erlöst ist. Dann komme ich jetzt mit dem Schwamm, genau. Uwe hat ja immer gesagt, ja, dass wahrscheinlich ab Januar er dann anfangen würde mit Sterbefasten. Er ist sehr gefasst und er hat gesagt, ich will nicht mehr, ich habe keine Lust mehr, ich will sterben. Geht? Gerne. Das war schon schlimm. Einfach da am Bett zu sitzen und zu denken, du darfst sterben und im nächsten Moment zu denken, was für ein Scheiß, ja, ich will, dass du lebst. Ja, ich habe hier keine große Angst. Am 26. Januar stirbt Uwe. 3 Wochen nach Beginn des Sterbefastens. Uwe Chorus war nicht religiös. Er hatte selbst für sich keinen Zugang zum Glauben. Aber er verstand, dass der Glaube anderen Menschen wichtig war. Für ihn war der Tod am Ende eine Erlösung. Guten Mächten treu und still umgehen.
am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Es hat doch schon einige Zeit vergangen seit der Beerdigung von Uwe. Und wie geht's dir denn jetzt so? Es ist dann so schon manchmal, dass ich denke, ja, jetzt habe ich all die Freiheit, aber eigentlich will ich Uwe wieder haben. Ja. Aber so wie er davor war natürlich. Ja. Also das ist auch was jetzt ganz viel bei mir kommt, dieses Verarbeiten des letzten Jahres eigentlich, weil das so schnell alles ging. Ne? Also was ich, na klar, ich lenke mich auch ab, ne? Ich telefoniere oft, also ich rede ganz viel. Ne? Selbstfürsorge. Ne? Ich meine, du hast jetzt 1,5 Jahre. In erster Linie hast du funktioniert für deinen Uwe, auch körperlich. Ich denke, du bist wirklich immer an deine Grenzen und du musst es ja erstmal wieder auffüllen. Also ich merke dann immer, wenn es dann irgendwie alles zu viel wird, dann muss ich raus. Natürlich, das ist ganz natürlich. Als es mit der Krankheit losging mit Uwe, habe ich eine Weile ausgesetzt mit den Chorproben. Ich habe es versucht, immer mal wieder bin ich hingegangen. Es ist für mich wichtig, hier zu singen, weil jeder, der Musik macht mit anderen zusammen, der merkt einfach, dass diese Verbundenheit, ja, dieses gemeinsame Atmen und dass dann auch nachher die Herzen im Gleichklang schlagen, ja, dass es einfach schön ist. Ne? Und dass es natürlich an was anknüpft, was schon immer da war, was zu meinem Leben gehörte. I see trouble in the air, over my head. I see trouble in the air, over my head. I see color in the air, over my head. I see color in the air, over my Wenn der Partner stirbt, damit ändert sich natürlich die gesamte Identität. Ja. Man ist nicht mehr Paar, man ist nicht mehr die Frau von. Die gesamte Lebensplanung, ne, das war immer, es ist ein Wir. Und das ist jetzt alles für mich alleine. Also das ist eine ganz neue Identität, mit der, da bin ich auch noch nicht angekommen. Ja. Wenn ich die Bilder angucke, dann sind da nochmal ganz schöne Erinnerungen, die kommen und ganz viel Dankbarkeit, dass wir dieses letzte Jahr so noch erleben konnten. Ja, wie geht's weiter für mich? Ich möchte mein Leben nicht alleine weiterleben. Auf jeden Fall würde ich mich auch nochmal, hoffe ich, dass da nochmal was kommt, dass ich mich nochmal verliebe. Aber Uwe wird immer in meinem Leben bleiben, in meinem Herzen bleiben. Das wird immer so bleiben und ja, er gehört einfach mit dazu.